Als Hobby verwirkliche ich oft eigene Ideen und meist kommen dabei echt coole Projekte heraus. In diesem etwas anderen Video will ich euch heute mitnehmen, wie ich eine solche Idee verwirkliche und ich eine eigene Makrotastatur baue. Alle nötigen Dinge für dieses Projekt werde ich natürlich in der Beschreibung verlinken, falls ihr selbst mitmachen wollt. In diesem ersten Teil will ich dabei Idee, das 3D-Design sowie die Elektronik zeigen. Im zweiten Teil geht es dann um das Design der Keycaps und die Programmierung des Microcontrollers. Ich werde dabei absichtlich auch Dinge, die nicht ganz glatt laufen, mit im Video lassen, um einen realitätsgetreuen Eindruck zu vermitteln. Die Inspiration für dieses kleine Projekt war ein Stack Overflow April-Scherz aus 2021 mit einer Makrotastatur, welche das Kopieren und Einfügen erleichtern sollte. Ich will analog dazu eine eigene Variante erstellen und diese um RGB-Beleuchtung erweitern. Als Vorbereitung brauchen wir zunächst einige Teile, welche ich alle unten in der Beschreibung verlinkt habe. Diese wären 3 Cherry MX-Tasten, ein Arduino Pro Micro und ein Stück eines 60 LEDs pro Meter NeoPixel LED-Strips. Diese Teile habe ich nun zunächst vermessen, damit ich später ein passendes Gehäuse designen kann. Als letzten Schritt der Vorbereitung habe ich auf einem Breadboard einmal den ganzen Schaltkreis als Prototyp gebaut, um zu testen, ob auch alles wie geplant funktioniert. Nun kann es mit dem Design des Gehäuses losgehen. Ich verwende dafür Blender. Ich designe zuerst eine Platte mit 3 Löchern, welche die Tasten halten sollen, und drucke diese aus. Ein kurzer Test ergibt, dass die Tasten gut einlassen und ich kann mit dem Design fortfahren. Im zweiten Durchlauf erweitere ich das Gehäuse um Halterungen für die LEDs und die Arduino-Platine. Nach einem weiteren Testdruck probiere ich wieder und stelle fest, dass noch ein paar kleinere Anpassungen notwendig sind. Neben den Anpassungen füge ich noch einen Deckel für die Unterseite hinzu, welchen man später mit M2-Schrauben mit einer Länge von bis zu 10 mm anschrauben kann. Falls ihr entsprechende Schrauben braucht, dann habe ich diese auch in der Beschreibung verlinkt. Nach einem weiteren Druck passt alles ganz gut und ich kann im nächsten Schritt mit der Elektronik weitermachen. Das Modell zum Selbstdrucken findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Im ersten Schritt der Elektronik brauchen wir die Tasten und einige Stücke Kabel. Zunächst löte ich die Kabel wie gezeigt an den Tasten an. Anschließend werden die Tasten an einem Kabel miteinander verbunden und eingebaut. Am Ende sollte es wie hier gezeigt aussehen. Anschließend löte ich das Stück LED-Strip mit 3 Drähten wie gezeigt an der Arduino-Platine an. Das gleiche habe ich mit den Tasten gemacht, sodass das gezeigte Bild zustande kommt. Nun habe ich das Ganze in das Gehäuse getan und die Kabel entsprechend verlegt, dass alles wie gezeigt aussieht. Nach dem Verschließen der Abdeckung ist nun die Elektronik soweit fertig. Beim Anschließen eines Kabels ist mir noch aufgefallen, dass der USB-Port etwas wackelig ist, da die Platine im Gehäuse etwas Spiel hat. Das habe ich gelöst, indem ich noch eine Halterung für die Platine designt und gedruckt habe. Einmal eingelegt und wieder zugeschraubt, hat das Problem gelöst. Ich hoffe, euch hat dieser erste Teil des Videos gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Im nächsten Teil werden wir dann die Keycaps designen und die Software entwickeln, sodass ihr eure Makrotastatur individuell anpassen könnt. Also lasst gerne ein Abo da, um das nicht zu verpassen, und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das Format gefällt und was ihr so für Ideen habt, die ihr gerne umgesetzt sehen würdet.